Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In den nächsten Wochen schauen wir uns die neuen Legoland-Themenwelten von 1978 an. Die Minifiguren lächeln uns mit ihrem einfachen Standardgesicht an, sie nehmen ihre Greifhände aus den Hosentaschen und laufen mit ihren neuen, beweglichen Füßen in der Stadt herum. Von den 3 neuen Themenwelten Stadt, Weltraum und Burg werde ich euch die Sets bis 1981 zeigen. Dann werden wir noch die Graue Burg von 84 anhängen. Die Hälfte der Sets muss ich erst noch zusammenbauen. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit den neuen Minifiguren und mit der Entwicklung der Fahrzeuge. Im Katalog von 78 wurden die neuen, beweglichen Minifiguren vorgestellt. Die neuen kleinen Lego-Figuren können laufen, springen und überall mitspielen. Die richtigen Leute für das große Spiel. Der begnadete Chefdesigner Jens Nygaard Knudsen hat eine technisch ausgereifte Figur erschaffen, die bis heute gleich geblieben ist. Sie besteht aus 10 Bauteilen. Die beweglichen Arme haben realistische Ellbogen, die Greifhände sind drehbar, funktionieren gleichzeitig als Steckknoppe und haben ein abgewinkeltes Handgelenk. Mit den beweglichen Beinen kann man die Figuren stehend und sitzend auf die Noppen klemmen und mit den kantigen Füßen können die Figuren im Gehen aufgestellt werden. Die Figuren sind genau 4 Steine hoch. Die unbeweglichen waren genau um eine Platte niedriger. Es stehen eine Reihe verschiedener Kopfbedeckungen zur Auswahl. Frauenhaare, Schildmütze und Cowboyhut wurden noch von den alten Figuren von 75 übernommen. 78 kamen 4 neue Helme dazu. Für Bauarbeiter, Feuerwehrmann, Motorradfahrer und Ritter. 79 gab es die braune Herrenfrisur und die weiße Kochmütze und 80 der damals seltene schwarze Zylinder. Der Kopf ist noch genau dasselbe Bauteil wie 75, mit geschlossener Noppe und Lego-Schriftzug. Neu ist nur die Bedruckung mit dem Strichpunktgesicht. Wegen der Erstickungsgefahr wurde 1990 die Noppe versenkt und mit Atemlöchern durchbrochen. Die gelochten Köpfe haben überhaupt keine Lego-Markierung mehr. 2012 wurde die versenkte Noppe wieder geschlossen und wieder mit dem Lego-Markennamen gekennzeichnet. Die Gesichtszüge waren anfangs fett gedruckt, ab 83 gab es feinere Linien und 89 bekamen die Gesichter die ersten Zudrucke bei den Piraten. Die gelbe Hautfarbe wurde schon 74 für die Großfiguren aus der damals begrenzten Farbpalette von Lego ausgewählt. Wegen ihrer Kleinheit im Vergleich zu den bisherigen Großfiguren hat die Minifigur ihren Namen bekommen. Die gelbe Hautfarbe wurde aber auf gar keinen Fall wegen irgendeiner ethnischen Zuordnung ausgewählt. Als naive kleine Kinder waren wir nämlich damals der vollen Überzeugung, dass alle Lego-Männchen Chinesen sind. Die ersten realistischen Hautfarben kamen 2003. Sie werden für die Darstellung von Persönlichkeiten verwendet. Die Köpfe werden nicht mehr wie bei den alten Figuren mit einer einfachen Noppe auf den Oberkörper gesteckt, sondern es gibt jetzt einen langen Stift, damit der Kopf nicht beim Wechseln der Kopfbedeckung leicht abgeht und damit man am Hals Zubehörteile wie Warnwesten oder Sauerstoffflaschen umhängen kann. Der Oberkörper war bis 82 innen hohl,
1983 wurde er mit kurzen Klemmhilfen ausgestattet und ab 1997 hat er verbreiterte Klemmhilfen. Mit den Drehhänden können die Figuren Werkzeug anfassen. Die Handgelenke sind genau richtig angewinkelt, um trotz der gebogenen Arme einen Besenstiel schräg zu halten oder parallel eine Schubkarre zu schieben. Die Hände hatten in den ersten Jahren bis 1982 eine viel hellere, etwas durchscheinendere Farbe. Genauso wie andere elastische Bauteile wie Warnwesten oder Sauerstoffflaschen. Diese ersten Hände hatten innen an der Oberseite des Steckers eine Kerbe, die 83 wegfiel. Im ersten Jahr 78 gab es noch keine bedruckten Oberkörper. Sie hatten Papieraufkleber mit einer besonders schlechten Haltbarkeit, die häufig stark abgenutzt sind. Das gilt auch für die Astronauten, vor allem in den Sets, die vorab in Amerika veröffentlicht wurden. Aber auch die neueren Astronauten haben einen sehr empfindlichen Goldaufdruck, der sehr schnell ausbleicht. Die Hüfte ist mit langen, vierkantigen Zapfen stabil in den Rumpf gesteckt. Nicht mehr mit den normalen Hohlnoppen wie bei den alten Figuren. In den ersten 2 Jahren hatten die Füße glatte Seiten. Erst ab 80 bekamen sie eine Hosennaht aus den seitlichen Spritzgraten, die vorher an der Hinterseite waren. Außer bei den Hosennähten kann man also eine ältere und eine neuere Figurengeneration ab 83 unterscheiden. Die Minifiguren hatten besonders viel Werkzeug. Im ersten Jahr waren es Besen, Spitzhacke und Schaufel für die Stadt und für die Ritter Turnierlanze, Hellebarde, Schwert und Schild. Im zweiten Jahr kamen Schraubenschlüssel, Funkgerät, Kelle, Space-Pistole und Kaffeetasse. Alle Werkzeuge sind perfekt mit den Noppensteinen kompatibel. 81 gab es die Spritzpistole, 82 das Megafon und die Videokamera und 83 das Metallsuchgerät. Die Minifiguren sind eine großartige Aufwertung der Spielsets und erweitern die Spielfunktionen. Lego brachte die Minifiguren sofort bei der Markteinführung 78 massenweise in die Kinderzimmer. Mit 20 Kleinsets zum Taschengeldpreis. Bei uns gab es sie im Gemischtwarenladen in der Nachbarschaft und wir haben als Kinder beim Lebensmitteleinkauf öfters ohne Anlass kleinere Sets anstatt Süßigkeiten bekommen. Mit denen haben wir dann auf den Straßenplatten mit den vorhandenen Grundbaukästen eine ganze Stadt aufgebaut. Am Katalog von 78 ist die Jahreszahl rechts unten im Eck nur schwer zu erkennen. Unter den vielen alten Sets gab es nur wenige neue größere, wie die ab April lieferbare legendäre Gelbe Burg und die vom selben Designer Ernst August Krenz entworfene gelbe Feuerwache. Die Themenwelten wurden in diesem Katalog noch nicht unterschieden. Die blaue Eisenbahn blieb in den ersten 2 Jahren der neuen Minifigur bis 79 im Sortiment, mit 5 alten Lokomotiven und 3 neuen Eisenbahnsets mit den beweglichen Minifiguren. Eine besondere Neuigkeit waren die Straßenplatten, zuerst nur bei der Tankstelle, aber im Doppelpack getrennt erhältlich, außer die Kreuzungen, die erst 80 kamen. Auf die Straßen passten die kleinen Autos. Es gab gleichzeitig unterschiedliche Modelle, die wir uns noch anschauen werden. Nicht überall war eine Minifigur dabei, es gab auch 3 neue Fahrzeugsets ohne Minifiguren.
Die kleinsten Packungen schauten ungefähr so aus. Auf der Rückseite gibt es Bauideen und die Aufkleber sind abgebildet. Auf der Oberseite sehen wir wieder die Legoland-Marke von 70, die zwischen 75 und 77 vorübergehend weggelassen wurde. In den ersten 2 Jahren war Legoland klein geschrieben. Mit den vierstelligen Artikelnummern ab 80 war der Schriftzug in Großbuchstaben und kam auch als schräges Band in die linke obere Ecke der Bauanleitungen. Bei den 23 Kleinsets von 78 gibt es 4 Nummernserien. In der hintersten Reihe die 7 kleinsten Sets mit 600 bis 606, dann gibt es mit der 620er Reihe, 640er und 670er Reihe immer größere Fahrzeuge mit mehr Teilen. Für die Fahrzeuge haben wir 2 neue Kotflügelarten, entweder freistehend oder zum Einbau in die Karosserie. Die Radachsen sind auf grauen 2x2 Platten. Nur bei 2 Sets sind noch die alten schwarzen 2x4 Achssteine, beim Gabelstapler und beim Traktor. Die großen Hinterräder bestehen aus Technikfelgen auf einer Technikachse. Es wurden auch ganz neue Kleinwagen mit freistehenden Kotflügeln entwickelt. Nur für diese Sets braucht man schon 10 Blaulichter aus transparenten blauen Rundsteinen mit voller Noppe. Diese sind heute eher selten, weil sie wahrscheinlich oft gebrochen sind oder verloren gingen. Deshalb habe ich bei meinen Modellen meist die neuen Steine von 81 mit einem Loch in der Noppe eingebaut. Diese Kleinteile nehme ich mir meistens beim Legoland-Besuch in der Fabrik mit. Ein anderes lästiges Bauteil ist die 9 cm lange und 2 mm dicke Schnur, die bis 80 als Schlauch bei der Tankstelle, dem Tankwagensattelschlepper und auch beim Feuerwehrauto verwendet wird. Das Feuerwehrauto 672 hat auf der Rückseite graue Fensterläden, die nur bei diesem Set und beim Exxon-Tankwagen vorkommen. Es gibt ganz neue Automodelle für die Minifiguren, mit neuen Grundplatten zum Hineinsetzen, in den ersten 2 Jahren mit einem Loch im Boden. Der Kühlergrill ist aus Platten gebaut und bekommt einen Aufkleber. Es gibt eine neue Windschutzscheibe, Türen und ein Lenkrad. Im zweiten Jahr 79 gibt es nur 4 neue Kleinsets, darunter mit dem Taxi 608 noch den 5. Kleinwagen mit den freistehenden Kotflügeln. Die meisten Figuren haben jetzt einen bedruckten Oberkörper. Im Polizeihubschrauber 645 kann eine Figur hineinsitzen, aber es gibt noch kein Scharnier für das Dach zum Aufmachen. Und der Werkstattwagen 646 hat trotz eingebauten 1x4 Stein am Kühlergrill einen Aufkleber. (1980) gibt es 6 neue Fahrzeuge. Die große Neuheit sind die Scheinwerfersteine, auch für die Rücklichter. Eine Motorhaube zum Aufklappen. Die Autogrundplatte hat jetzt an der Unterseite kein Loch mehr. Eine Neuheit sind 80 die größeren Reifen mit 21 mm Durchmesser und 9 mm Breite. Sie passen genau auf dieselben Felgen wie die alten Reifen. Damit kann man jetzt vorbildgerecht einen Traktor bauen, ein Baufahrzeug oder einen Lastwagen. Neu sind auch die 1x1 Platten mit den verschiedenen Haltern für Scheinwerfer oder für Werkzeug. Und der Bügel ist auch neu. Es gibt eine neue Kippmulde für den Lastwagen,
Ein Cabrio passt ja gut, aber bei den Lastwagen hat mich als Kind immer die fehlende Kabine gestört. Das Dachscharnier kam aber erst 81 heraus. Beim Bagger 678 mit der Greifschaufel fehlen mir einige Bauteile. Beim Rennwagen 6609 ist die Motorhaube mit einem Muster bedruckt, das zum Rennanzug des Fahrers passt. Der Feuerwehr-Hebebühnen-Sattelschlepper 6690 ist aber noch vollständig mit Aufklebern dekoriert. Die Feuerwehrmänner haben 80 immer noch einen beklebten Körper. Die Türen haben Aufkleber und auch der Kühlergrill. Trotzdem ein tolles Set, mit dem ich als Kind viel gespielt habe. 1981 gibt es 4 kleinere Fahrzeugsets. Das Kabinendach für die Lastwagen ist die große Neuheit. Und eine neue kleine 4x5 Platte mit integrierten Kotflügel für die Lastwagenkabine. Es ist interessant, dass beim Abschleppwagen 6628 überhaupt keine Minifigur dabei ist. Wegen dem Scharnier auf dem Rückfenster kann das neue Kabinendach nicht für die PKWs verwendet werden. Es kamen die Wandelemente neu heraus, von denen hier 4 Stück bedruckt und transparent für das Patientenabteil des Krankenwagens verwendet werden. So kann man jetzt die Krankentrage mit den Handgriffen und mit den Armen der Minifigur bequem hineinschieben. Der Rettungshubschrauber 6691 hat ganz genau dasselbe Patientenabteil mit den Fensterläden als Türen. Beim Polizeibus 6681 hingegen wird auf die Wandelemente noch verzichtet. Mit den 3 Laderaumtüren seitlich und hinten bringt man die Verkehrskegel und Absperrung im Laderaum gut unter. Bei der Tankstelle und beim Feuerwehrauto sehen wir, dass es jetzt eine neue 1 mm dünne Schnur als Schlauch mit einer Spritzpistole gibt. 1982 hört meine Sammlung vorläufig auf. Aus dieser Reihe fehlt mir das Postauto 6651. Wieder 2 nette kleine Sets. Das Autobahnmeistereifahrzeug hat wieder die Wandelemente, aber es wurden hinten die Fensterläden als Türen eingesperrt. Eine besondere Neuigkeit von 82 sieht man beim Feuerwehrhubschrauber 6685, den ich auch selbst hatte. Es gibt jetzt endlich ein Scharnier für das Kabinendach, das man auch bei den PKWs verwenden kann. Die Standardautos bekommen jetzt auch ein Kabinendach und die Windschutzscheibe als Heckscheibe. So wie dieses Polizeiauto aus der Polizeistation 6384 von 83. Mit den neuen Minifiguren gab es 78 gleichzeitig 3 verschiedene Automodelle. In 3 Sets wurde noch das alte Automodell von 6970 weiterverwendet, das der Erfinder der Minifigur Jens Nygaard Knudsen entwickelt hatte. Anstatt dem alten 2x2 Achsstein werden die neuen Kotflügel eingebaut. Die Metallachsen und Felgen von 69 kommen auf eine neue graue Achsplatte. Die neuen 6 mm breiten, kantigen Reifen mit dem versetzten Stollenprofil gibt es ja schon seit dem Vorjahr 77. Der bedruckte Kühlergrillstein stammt noch von 69. Diese alten, robusten Autos passen im Maßstab überraschend gut zu den neuen Minifiguren. Sie können sich aber nicht hineinsetzen.
Deshalb ist es unverständlich, dass gleichzeitig mit den neuen Minifiguren noch ein viel kleineres Automodell mit den neuen freistehenden Kotflügeln entwickelt wurde. Es gibt 8 dieser kleinen Autos. Als 4 Einzelsets: Verkehrsstreife, Brandmeister-Einsatzwagen, Shell-Servicewagen mit Mechaniker und Unfallwagen. Der rote Rennwagen vom Abschlepper, das gelbe Auto für den Transportwaggon und das schwarze Taxi vom Stadtplatz. Und zum Schluss 79 nochmal ein kleines blaues Taxi mit bedrucktem Dachschild als letztes Einzelset dieser Art. Mit diesen Minisets wollte Lego wahrscheinlich kleine Autos günstig anbieten und gleichzeitig die Minifiguren in großer Anzahl in die Kinderzimmer bringen. Es gibt unterschiedliche, kürzer und länger gebaute Modelle. Mit den freistehenden Kotflügeln und den Trittbrettern schauen sie eher wie Oldtimer oder wie Käfer aus. Für die Minifiguren sind sie viel zu klein. Der Krankenwagen oder das Taxi schauen lächerlich winzig aus, wenn man eine Minifigur dazustellt. Ich finde, dass für die Minifiguren Konstruktionen in der Art der Go-Karts ideal gewesen wären, die erst 80 und 81 herausgekommen sind. In diese 2 Automodelle können sich schon Minifiguren hineinsetzen. Sie sind im Stil der alten Geländewagen aus dem Hafen- und Autoreisezug von 75. Der Geländewagen aus der Feuerwache 374 hat kein einziges neues Autoelement, keine Grundplatte, Windschutzscheibe, Türen oder Lenkrad. Dieses Auto sieht wie eines der ältesten Modelle aus, obwohl die Feuerwache erst später im April 78 ausgeliefert wurde. Ein zweites Auto von diesem Typ ohne Grundplatte und Windschutzscheibe, aber mit Türen und Lenkrad finden wir 1980 im Volksfest Sonderset 1592. Gleichzeitig kamen 78 schon die neuen Automodelle mit der alten Grundplatte heraus. Die Minifigur sitzt in einer Vertiefung. Wenn man die Beine nicht mehr herausbringt, kann man sie mit einer Technikachse durch das Loch im Boden herausschieben. Die Motorhaube ist 3 Platten hoch gebaut, deshalb braucht es jetzt einen Aufkleber statt dem alten, bedruckten Kühlergrillstein. Im zweiten Jahr 79 fallen die bedruckten Steine ganz weg, der Kühlergrill ist immer aufgeklebt, auch wenn ein bedruckter 1x4 Stein Platz hätte. Die Türen bringen Bewegung und Spielfunktionen in die Modelle. Es ist schade, dass sie bei den heutigen Autos nicht mehr verwendet werden. Die Windschutzscheibe klemmt das Türscharnier fest. Sie ist mit 2 Steinen um eine Noppe höher als die alte, hinten geschlossene Windschutzscheibe von 74. An den inneren Kanten hat sie Aussparungen, wo die Hände der Minifiguren genau hineinpassen. Zwischen Türen und Windschutzscheibe ist genau Platz für die Lenkradsäule. Als Kind hat mich immer sehr gestört, dass nur eine einzige Figur in die Mitte hineinsitzen kann. Es schaut aus wie ein kleines Tretauto. Im Auto vom Ideenbuch 6000 von 1980 können Bill und Mary hintereinander sitzen. 79 haben wir noch den aufgeklebten Kühlergrill. 80 kommen die neuen Scheinwerfersteine. Es gibt auch eine neue Autogrundplatte ohne Loch im Sitz mit breiten seitlichen Schlitzen. In die Vertiefung passt jetzt der neue Autositz hinein. Die Scheinwerfersteine mit den neuen Snot-Baumöglichkeiten hat der Designer Erling Didriksen 1979 erfunden. Es sind transparente 1x1-Platten um 90 Grad versetzt und etwas vertieft eingebaut,
als Frontscheinwerfer und als Rücklichter. Zwischen den Scheinwerfern ist jetzt Platz für einen neuen Kühlergrill, zum Beispiel ein Scharnier für die Motorhaube zum Aufklappen. Bei den amerikanischen Autos von der Exxon-Tankstelle 6375 von 80 ist ein Lampenstein seitlich als Tankstutzen eingebaut. 81 gibt es das erste Autodach mit einem Scharnier mit 5 Fingern zum Aufklappen. An der Unterseite fehlen in der Mitte die Klemmringe, damit die Kopfbedeckung der Figur Platz hat. Das Scharnier ist auf einem Rückfenster montiert, deshalb ist dieses Dach hauptsächlich für Lastwagen geeignet. 82 kommt eine 1x4 Scharnierplatte, damit man das Dach auch ohne Rückfenster verwenden kann. Damit ist das Standardauto der klassischen Legoland-Stadt geboren worden. Das ist das 6623 von 1983. Jetzt schauen wir uns nochmal die Reihe der Autos an. Mit aufgeklebtem Kühlergrill bis 79, in Einzelfällen beim Feuerwehrauto noch der alte Chromprägedruck. Ab 80 die Lampensteine. Ein roter und ein gelber amerikanischer Wagen. 81 das Lastwagendach. Und 82 das flache Autodach. Bei den Lastwagen gab es in 4 Jahren eine revolutionäre Entwicklung. Vom kleineren Maßstab der 70er Jahre Lastwagen mit geschlossener Kabine über die neuen 80er Modelle mit großen Reifen und offener Kabine zum fertigen 81er Lastwagen mit der neuen 4x5 Kabinengrundplatte mit integriertem Vorderkotflügel. Bei beiden Shell-Abschleppern von 78 und 81 war keine Minifigur dabei. Der erste Lastwagen von der Feuerwache 374 hat eine offene Kabine gleich wie das alte Feuerwehrauto 475 von 76. Die anderen Lastwagen haben 78 alle eine geschlossene Kabine. Bei den Baufahrzeugen gibt es auch eine schmale 2 Noppen breite Windschutzscheibe. Der einzige Sattelschlepper dieser Bauart ist der Shell Tankwagen 671. Alle Lastwagen haben einen chromgeprägten Kühlergrill. Den einzigen Aufkleber gibt es beim Linienbus aus der Haltestelle 379 von 79 mit 6 Seitentüren zum Einsteigen. 80 kommen die neuen Modelle. Der amerikanische Lastwagen hat auf der Seite einen Lampenstein als Tankstutzen und denselben Kühlergrillaufkleber wie der Feuerwehr Hebebühnensattelschlepper 6690. Ab 81 wird der Kühlergrill teilweise mit einer Aufstiegsleiter verziert. Und die Lastwagen haben ihre endgültige Form für die klassische Legoland-Stadt gefunden. Eine eigenartige Konstruktion ist der Muldenkipper-Knicklenker von 81 und 83 als Einzelset 6652. Ein dreiachsiger Knicklenker mit einem kleinen Führerstand ohne Kabine. Die 4 Noppen breite Bauweise kommt von den Miniradsätzen der 70er Jahre. Im Vergleich zur Minifigur sind die alten Lastwagen etwas zu klein. Die höheren 81er Lastwagen passen im Maßstab relativ gut. Störend ist nur, dass in der Mannschaftskabine nur eine einzige Figur Platz hat. Der erste 6 Noppen breite Lastwagen ist der Flughafen Löschgigant 6440 von 91. Trotz der breiten Bauweise hat immer nur eine Figur in der Mitte Platz und eine zweite hinten auf dem Rücksitz.
Ein beeindruckendes Fahrzeug mit stimmigen Proportionen, wo sogar der 9-Volt Batteriekasten klein ausschaut und die Light- und Soundblinklichter mit Dachsteinen verbreitert sind. Es gibt doch auch einige unterschiedliche Traktormodelle. 78 einen Frontlader mit Technik-Hinterrädern, 81 den blauen Traktor mit den Lastwagenreifen als Hinterräder und den neuen Halterungen für Scheinwerfer und Werkzeug mit dem neuen Bügel. Mein Lieblingsset war als Kind der Baggerlader 6686 von 84. Neben dem alten Frontlader hat er am Heck einen Hydraulikbaggerarm mit den schmalen Scharnierplatten am neuen Drehteller mit der neuen kleinen Löffelbaggerschaufel. Die Seitenstützen sind aus denselben schmalen Scharnierplatten. Die Räder sind doch etwas zu klein für dieses Modell. Der Nachfolger 6662 von 92 hat die Hinterräder als Vorderräder und als Hinterbereifung wieder Technikräder. Ein viel stimmigeres Modell, es sind doch 8 Jahre Zeitunterschied. Dazwischen gibt es noch einen anderen schönen Traktor mit Schneepflug 6524 von 88. Vorne immer noch eine Metallachse mit den alten Felgen. Bei den Motorrädern ist die Lenkstange nicht mehr mit der alten Snot-Technik, sondern mit den neuen Jumperplatten als Drehgelenk befestigt. Auf den alten Felgen sind die neuen breiten 8 mm Reifen. Im Gegensatz zu den alten schmalen Reifen können die Motorräder jetzt ohne Ständer aufgestellt werden. Beim Rallye-Auto gibt es einen Scheinwerferaufkleber. Bei der Polizeistation hat das Motorrad auf dem Gepäckträger 2 Seitentaschen und eine neue Funkantenne. Der Transporter 6654 bringt einen vollkommen neuen Motorradrahmen mit den alten Rädern. Es gibt an allen Seiten Noppen, um Lichter, Seitentaschen und Gepäck und Ständer anzuklemmen. Beim Transportanhänger ist ein einfach ausgestattetes Motorrad dabei. Bei der Polizeistation hingegen hat es Windschutzscheibe, Seitentaschen mit Polizeiaufschrift und Scheinwerfer, Blaulicht und Rücklicht. Der Ständer ist eine Jumperplatte. Hier habe ich zum Vergleich das neue Polizeimotorrad 7235 von 2005. Mit neuen, größeren Rädern, einer breiten Verkleidung, 5 transparenten Käseecken als Lichter und am Gepäcksträger einen Schalthebel als Funkantenne und einen Halter für das Handfunkgerät. Die Ständer sind Abzweigungen für Pneumatikschläuche. Dieses Motorrad war 2005 das erste neue Lego-Set, das ich mir nach meinen dunklen Jahren gekauft habe. Zum Schluss schauen wir uns noch einige Hubschraubermodelle an. Der Rotkreuz-Hubschrauber 626 von 78 mit transparenten Grund- und Dachsteinen als Kabine, ohne Minifigur. Im Polizeihubschrauber 645 von 79 kann schon eine Minifigur hineinsitzen, mit 2 Seitentüren. Das Kabinendach muss man anklemmen, es hat noch kein Scharnier. Der Rettungshubschrauber 6691 von 81 ist ein ikonisches, legendäres Set. Mit dem neuen Kabinendach zum Aufklappen und den Wandelementen für das Patientenabteil. Der Feuerwehrhubschrauber 6685 von 82 hat eine umgekehrte Windschutzscheibe und Schläuche, die vom Wassertank am Heck zu den Strahlrohren führen.
Ein ganz ähnliches Modell ist der Polizeihubschrauber aus der neuen Polizeistation 6384 von 83. Ein besonders beliebtes Set ist der gelbe Rettungshubschrauber 6697 von 85. Der Rumpf besteht aus neuen zweifach- und dreifach konvexen umgekehrten Schrägsteinen und hinten eine Schlauchhaspel als Seilwinde. Die modifizierte Platte mit versetzten Offsetdüsen wird als ausschwenkbarer Windenarm verwendet. Die Kufen sind auf niedrigen, breiten Bügeln montiert. Die Patiententrage hat bei diesem Hubschrauber nicht mehr Platz. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Mit dem Überblick über die Fahrzeuge aus den ersten Jahren der klassischen Legoland-Stadt mit den beweglichen Minifiguren. Wir haben gesehen, dass die alten Automodelle aus den Anfangsjahren 78 und 79 nicht zu den neuen klassischen Modellen der 80er Jahre dazu passen. Das nächste Mal geht es weiter mit den Gebäuden der klassischen Legoland-Stadt von 78 bis 83. Ich bedanke mich bei allen, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!